Wir haben im letzten Video schon dein Gehirn gegrillt, aber das war ehrlich gesagt nur das Warm-up. Mach dich bereit für den ultimativen Deep Dive in die Matrix unserer Realität. Vergiss alles, was du jemals im Physikunterricht gehört hast. Heute reißen wir die Fassade deines Alltags komplett ein. Für die nächsten 22 Minuten wirst du die Welt durch die Augen eines der brillantesten Genies der Menschheitsgeschichte sehen. Richard Feynman. Kein Auswendiglernen, keine toten Formeln auf einer Tafel, sondern reine, unverfälschte Mindfucks, die direkt vor deiner Nase passieren. Lass uns gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern direkt mit einem der größten Rätsel anfangen, das jeder von uns schon mal in der Hand hatte, aber niemand wirklich kapiert. Stell dir vor, du hast zwei Magnete. Du drückst die gleichen Pole gegeneinander. Was spürst du? Da ist so ein unsichtbares Kissen, richtig? Irgendetwas drückt elastisch dagegen, aber da ist nix. Absolut nix. Die Luft dazwischen kannst du wegnehmen, es drückt trotzdem. Ein BBC-Reporter hat Feynman genau das in einem berühmten Interview gefragt. Warum stoßen sich Magnete ab? Und Feynmans Antwort war legendär. Er sagte, was meinst du überhaupt mit warum? Wenn du fragst, warum etwas passiert, musst du wissen, in welchem Rahmen du eine Antwort akzeptierst. Wenn eine alte Frau auf dem Eis ausrutscht und sich die Hüfte bricht und du fragst warum, sagen die Leute, weil Eis rutschig ist. Das befriedigt die meisten. Aber ein Physiker fragt, warum ist Eis rutschig? Weil es sich unter Druck kurz verflüssigt. Warum verflüssigt es sich? Weil das Wassermolekül sich beim Gefrieren ausdehnt, was absolut krank ist, weil fast alles andere im Universum beim Gefrieren schrumpft. Du merkst, jede Warum-Frage öffnet nur eine tiefere Ebene. Wenn du mich also fragst, warum sich Magnete abstoßen, muss ich dir sagen, weil es eine magnetische Kraft gibt. Und wenn du fragst, warum es diese Kraft gibt, muss ich dir sagen, ich kann es dir nicht in Begriffen erklären, die du schon kennst. Die magnetische Kraft ist grundlegend. Es gibt keine mechanischen Rädchen dazwischen. Du schwebst auf derselben Kraft, wenn du auf einem Stuhl sitzt. Die Elektronen deines Hinterns und die des Stuhls stoßen sich genau wie diese beiden Magnete ab. Magnetismus ist also keine magische Ausnahme. Magnetismus ist die absolute Regel des Universums, nur eben gebündelt in einem Stück Eisen, weil dort alle Atome zufällig in dieselbe Richtung schauen. Boom. Hast du das gewusst? Dein Alltag ist voll von solchem extremen Wahnsinn, den wir einfach als normal abstempeln. Wo wir gerade bei Wasser und Eis waren. Hast du dich jemals gefragt, warum wir eigentlich noch auf diesem Planeten existieren? Die Antwort liegt in Eiswürfeln. Wenn du dir im Sommer einen Eistee machst, schwimmen die Eiswürfel oben. Das ist für uns so normal, dass wir gar nicht checken, wie gestört das physikalisch gesehen ist. Wenn du festes Blei in flüssiges Blei wirfst, sinkt es. Festes Eisen sinkt in flüssigem Eisen. Wenn Stoffe vom flüssigen in den festen Zustand übergehen, rücken ihre Atome enger zusammen. Sie werden dichter und damit schwerer. Wasser ist der absolute Freak im Universum. Wenn Wasser gefriert, ordnen sich die Moleküle in einer Kristallstruktur an, die mehr Platz verbraucht als im flüssigen Zustand. Eis ist also leichter als Wasser. Stell dir vor, das wäre nicht so. Stell dir vor, Wasser würde sich verhalten wie jedes andere normale Material im Kosmos. Im Winter würde die Oberfläche eines Sees gefrieren, das Eis wäre schwerer und würde auf den Grund sinken. Dann gefriert die nächste Schicht und sinkt ebenfalls ab. Innerhalb eines einzigen harten Winters wären alle Seen, alle Flüsse und am Ende die ganzen Ozeane vom Grund bis zur Oberfläche ein massiver, toter Eisklotz. Fische? Tot. Algen? Tot. Keine Evolution, kein Leben, keine Menschen. Wir existieren nur, weil dieses eine winzige H2O-Molekül beim Gefrieren beschließt, sich auszudehnen wie ein Schirm und als isolierende Decke auf der Oberfläche zu schwimmen, damit das Leben darunter im flüssigen Wasser überwintern kann. Physik ist nicht einfach nur da, sie ist der Code, der dein Überleben sichert. Lass uns einen Schritt weitergehen und deine Augen betrachten. Schau aus dem Fenster. Warum ist der Himmel blau? Die Standardantwort aus der Schule. Irgendwas mit Atmosphäre und Lichtbrechung. Aber was heißt das? Feynman würde sagen, schau dir das Sonnenlicht an. Das Licht der Sonne sieht weiß aus, ist aber eine Mischung aus allen Farben des Regenbogens. Licht ist eine Welle. Rotes Licht hat lange, weite Wellen. Wie ein schwerer Ozeanswell. Blaues Licht hat kurze, aggressive Wellen. Wie kleine, fiese Kabelwellen. Wenn dieses Sonnenlicht jetzt auf unsere Atmosphäre trifft, ballert es in unzählige winzige Gasmoleküle, hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff. Und jetzt stell dir vor, du stehst am Strand. Ein dicker Felsbrocken im Wasser wird von einer langen Ozeanwelle getroffen. Die Welle rollt einfach drumherum, als wäre der Fels gar nicht da.
Das ist das rote Licht. Es knallt durch die Atmosphäre an den winzigen Molekülen vorbei, direkt bis zum Boden. Aber die kleinen, kurzen Kabelwellen, das blaue Licht, die prallen an den kleinen Gasmolekülen ab. Sie werden in alle verdammten Richtungen zersplittert und verstreut. Wie eine Billardkugel, die in einen Haufen anderer Kugeln kracht. Egal, wohin du am Himmel schaust, dieses herumstreuende blaue Licht trifft dein Auge. Der Himmel leuchtet blau, weil du buchstäblich die planetare Streuung von kurzwelligen Photonen beobachtest. Und was passiert beim Sonnenuntergang? Die Sonne steht tief am Horizont. Das Licht muss jetzt einen viel längeren Weg durch die dicke Atmosphäre zurücklegen. Bis das Licht bei deinem Auge ankommt, ist das ganze blaue Licht längst weggefiltert und zur Seite gestreut worden. Was übrig bleibt, sind nur noch die dicken, langen, roten Wellen, die sich durch alles hindurchgekämpft haben. Deswegen ist der Sonnenuntergang rot. Du siehst dort nicht einfach Romantik, du siehst Überlebende. Das rote Licht ist das Einzige, was die epische Reise durch hunderte Kilometer Atmosphäre überlebt hat. Wenn wir schon bei Überlebenden sind, wir müssen über etwas reden, das du jeden Tag spürst, aber völlig falsch verstehst. Reibung. Reib mal jetzt sofort deine Hände aneinander. Schnell. Spürst du die Wärme? Warum wird das warm? Denk an unser letztes Video zurück, was Wärme eigentlich ist. Wackelnde Atome. Aber warum fangen die an zu wackeln? Nur weil du die Hände aneinander reibst. Weil deine Handflächen auf atomarer Ebene nicht glatt sind. Selbst das glatteste Glas ist auf atomarer Ebene eine zerklüftete Gebirgskette aus Mount Everest und Marianengräben. Wenn du deine Hände aneinander reibst, krachen Millionen von mikroskopischen Bergen und Tälern aus Hautzellen gegeneinander. Sie verhaken sich, reißen ab, biegen sich und flippen zurück. Dieses ständige atomare Verhaken und Losreißen erzeugt gigantische kinetische Schockwellen in den Molekülen deiner Haut. Dieses Zittern und Wackeln übersetzt dein Gehirn als Wärme. Ohne Reibung könntest du keinen Schritt gehen. Du würdest einfach auf der Stelle durchdrehen. Ohne Reibung könntest du kein Glas festhalten. Keine Autoreifen würden greifen. Die Welt würde stillstehen, weil wir alle auf einem perfekten, reibungslosen Nix gleiten würden. Aber diese mikroskopischen Berge retten uns jeden Tag den Hintern. Und hier kommt ein Hook, der dein Realitätsempfinden für heute komplett zerstören wird. Du denkst, du weißt, was Berührung ist, oder? Wir haben vorhin gesagt, du berührst Dinge nie wirklich wegen der Elektronenabstoßung. Aber lass uns noch tiefer in den Kaninchenbau der Quantenphysik gehen. Ein Thema, bei dem selbst Feynman sagte, wer behauptet, die Quantenphysik zu verstehen, der hat sie nicht verstanden. Stell dir vor, du nimmst eine Taschenlampe und leuchtest durch 2 schmale Schlitze in einer Pappwand auf eine Wand dahinter. Was erwartest du zu sehen? 2 Lichtstreifen, logisch. Aber das Universum gibt einen Dreck auf deine Logik. Was du an der Wand siehst, ist ein Zebramuster aus vielen hellen und dunklen Streifen. Ein sogenanntes Interferenzmuster. Licht verhält sich also wie eine Wasserwelle. 2 Wellen treffen sich, schaukeln sich auf oder löschen sich aus. Okay, Licht ist eine Welle. Verstanden. Aber jetzt kommt der Mindfuck. Wir nehmen kein Licht. Wir nehmen eine Kanone, die einzelne, harte Elektronen abschießt. Winzige Materieteilchen. Du schießt sie einzeln, nacheinander, durch die beiden Schlitze. Peng. Ein Punkt auf der Wand. Peng. Noch ein Punkt. Du erwartest 2 Streifen aus Einschusslöchern. Aber nachdem du 1000 Elektronen einzeln abgefeuert hast, baut sich genau das gleiche verdammte Zebramuster auf. Wie kann ein einzelnes, hartes Teilchen mit sich selbst interagieren? Wie weiß das Elektron, durch welchen Schlitz es geflogen ist und wo es landen soll, um ein Wellenmuster zu bilden? Das Teilchen muss quasi durch beide Schlitze gleichzeitig fliegen, mit sich selbst wechselwirken und dann an der Wand aufschlagen. Und jetzt kommt das Absurdeste, was die Menschheit je entdeckt hat. Die Physiker wollten das Elektron austricksen. Sie haben einen winzigen Detektor an die Schlitze gebaut, um zu gucken, durch welchen Schlitz das Elektron wirklich fliegt. Und was passiert? In dem Moment, wo der Detektor eingeschaltet ist und wir hinschauen, entscheidet das Elektron plötzlich, wieder ein normales Teilchen zu sein. Das Zebramuster verschwindet. Es gibt nur noch 2 Streifen auf der Wand. Das Universum ändert sein Verhalten, nur weil wir hinschauen. Die Realität formt sich erst in dem Moment, in dem du sie misst. Feynman hat das als das absolute Kerngeheimnis der Quantenmechanik bezeichnet. Die Natur verhält sich nicht so, wie es unser Affengehirn gerne hätte. Sie ist völlig fremd, völlig bizarr und alles, was wir tun können, ist, unsere Modelle anzupassen. Kommen wir zurück auf die Erde, oder besser gesagt, ein Stück darüber. Lass uns über Schwerkraft reden. Wir alle kennen Bilder von Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS, die schwerelos herumschweben. Wenn du die Leute auf der Straße fragst,
Warum die schweben? Sagen sie dir, weil es im Weltall keine Schwerkraft gibt. Null G. Das ist der größte Bullshit, der jemals verbreitet wurde. Die ISS ist nur 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Wenn du eine Leiter 400 Kilometer hoch bauen würdest und ganz oben stehst, hättest du immer noch etwa 90% der Erdanziehungskraft. Du wärst dort oben genauso schwer wie unten, nur ein kleines bisschen leichter. Warum schweben die Astronauten dann? Pass gut auf, das ist Feynman-Niveau pur. Sie schweben nicht, weil die Schwerkraft fehlt. Sie schweben, weil sie fallen. Die Erde zieht sie ununterbrochen nach unten. Aber die ISS fliegt mit über 28.000 Kilometern pro Stunde seitwärts. Stell dir vor, du wirfst einen Baseball. Er fliegt ein Stück geradeaus und fällt dann auf den Boden. Wirf ihn schneller, er fliegt weiter und fällt dann runter. Jetzt wirf ihn so unfassbar schnell, dass er fällt, aber die Erde sich unter ihm genauso schnell wegbiegt, weil sie eine Kugel ist. Der Ball fällt und fällt, aber er trifft nie den Boden. Er fällt im freien Fall um die Erde herum. Ein Orbit ist nichts anderes als ein permanenter, ewiger, freier Fall, bei dem man den Boden verfehlt. Wenn du in einem Aufzug stehst und das Seil reißt, bist du für die paar Sekunden, bis du aufschlägst, auch schwerelos in dem Aufzug. Die Astronauten in der ISS sind in exakt dieser Situation, nur dass ihr Aufzug niemals aufschlägt. Es gibt im gesamten Universum keinen Ort ohne Schwerkraft. Die Schwerkraft hält die Sterne zusammen. Sie hält Galaxien in Form. Sie krümmt den Raum. Wo wir bei Raum und Zeit sind. Was ist Zeit? Jeder spürt, dass die Zeit vergeht. Aber warum geht sie nie rückwärts? Warum kannst du ein Ei aufschlagen, aber ein kaputtes Ei wird niemals von selbst wieder ganz? Das nennt man in der Physik Entropie. Feynman liebte es, Dinge durch Entropie zu erklären. Entropie ist einfach das Maß für Unordnung. Das Universum bevorzugt Chaos. Stell dir vor, du hast eine Kiste mit 100 Puzzleteilen. Wenn das Puzzle perfekt zusammengesetzt ist es in einem Zustand extrem hoher Ordnung. Wenn du die Kiste schüttelst, geht das Puzzle kaputt. Warum schüttelt sich das Puzzle nicht von selbst wieder zusammen? Es ist nicht unmöglich. Laut den Gesetzen der Physik ist es absolut möglich, dass durch zufälliges Rütteln alle Puzzleteile genau an ihren perfekten Platz fallen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist so unfassbar winzig, dass das Universum vorher stirbt, bevor das passiert. Es gibt nur einen einzigen Zustand von Ordnung, aber Milliarden Zustände von Unordnung. Zeit ist also nichts anderes als der unaufhaltsame Übergang von Ordnung zu Chaos. Dein Leben, dein Altern, das Verrotten eines Apfels, das Auskühlen deines Kaffees. Alles ist der unerbittliche Siegeszug der Unordnung. Aber hier ist die Ironie. In diesem Zerfall entsteht alles Schöne. Ein Stern brennt aus, explodiert in einer Supernova und verteilt seine Atome im Chaos des Weltalls. Aber aus diesem Chaos der toten Sterne hat sich unsere Erde geformt. Jeder Kohlenstoff in deinen Zellen, jedes Eisenatom in deinem Blut wurde im Herzen eines kollabierenden Sterns geschmiedet. Du bestehst buchstäblich aus Sternenstaub, aus der Entropie des Kosmos. Aber wir müssen noch ein Phänomen knacken. Glas. In alten Kirchen sieht man oft Fenster, die unten dicker sind als oben. Daraus ist der Mythos entstanden, dass Glas eigentlich eine extrem langsame Flüssigkeit ist, die über Hunderte von Jahren nach unten fließt. Hast du das schon mal gehört? Vergiss es sofort wieder. Das ist kompletter Unsinn. Glas ist ein Festkörper. Der Grund, warum alte Kirchenfenster unten dicker sind, liegt ganz einfach daran, dass die Glasbläser im Mittelalter keine perfekt flachen Scheiben herstellen konnten. Die Scheiben waren ungleichmäßig. Und die Handwerker waren ja nicht blöd. Die haben die dicke Seite nach unten gebaut, damit das Fenster stabiler im Rahmen sitzt. Es gibt römische Glasvasen, die sind 2000 Jahre alt. Wenn Glas fließen würde, wären das längst formlose Pfützen. Warum hält sich dieser Mythos dann so hartnäckig? Weil es sich klug anhört. Und genau davor hat Feynman immer gewarnt. Wir plappern Dinge nach, die wir irgendwo gehört haben, weil wir intellektuell klingen wollen. Echtes physikalisches Verständnis bedeutet, dass man eine Behauptung nimmt, sie auf ihre Logik abklopft und testet. Wenn Glas fließen würde, müssten dann nicht auch alte Teleskoplinsen längst unbrauchbar sein? Ja, müssten sie. Sind sie aber nicht. Mythos zerstört. Feynman hat uns gelehrt, eine Bullshit-Antenne zu entwickeln. Glaube nix, nur weil es in einem Buch steht oder weil es jemand mit einem Doktortitel sagt. Frag immer, wie können wir das testen? Welche Experimente beweisen das? Lass mich dir ein weiteres geniales Beispiel für diese Denkweise geben. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie ein Zug um eine Kurve fährt? Ein Zug hat keine Lenkung wie ein Auto. Die Schienen sind fest, die Achse ist starr. Wenn der Zug in eine Kurve fährt, muss das äußere Rad eine viel längere Strecke zurücklegen als das innere Rad.
Beim Auto gleicht das Differentialgetriebe das aus, damit die Reifen nicht durchdrehen. Aber bei einem Zug sind die Räder starr miteinander verbunden. Wie zur Hölle kommt dieser tonnenschwere Koloss um eine enge Kurve, ohne permanent zu entgleisen oder die Schienen zu zerschreddern? Die Antwort liegt in der Form der Räder. Zugräder sind nicht zylindrisch, also keine perfekten Rollen. Sie sind leicht konisch, das heißt nach außen hin abgeschrägt. Sie sehen aus wie abgeschnittene Kegel. Wenn der Zug jetzt in eine Linkskurve fährt, drückt die Fliehkraft den gesamten Zug nach rechts, also nach außen. Dadurch rutscht das Radsystem ein winziges Stück auf der Schiene nach rechts. Weil das rechte, äußere Rad konisch ist, rollt es jetzt auf seinem dicksten Teil. Das linke, innere Rad rutscht auf seinen dünnsten Teil. Ein Rad mit einem größeren Durchmesser legt bei einer Umdrehung mehr Strecke zurück als ein Rad mit kleinem Durchmesser. Boom. Ohne ein einziges bewegliches Teil, ohne komplexe Elektronik, gleicht der Zug die unterschiedlichen Streckenlängen selbstständig aus, nur durch pure Geometrie. Einfachste Physik, angewandt auf ein massives Problem. Das ist die Eleganz, die Feynman so liebte. Keine überflüssige Komplexität, sondern brillante, pure Logik, die sich selbst reguliert. Kommen wir zum menschlichen Körper. Weißt du, wie unfassbar schnell dein Körper ist? Wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst, zuckst du zurück, bevor du den Schmerz überhaupt spürst. Wie funktioniert das? Die meisten Leute denken, das Signal geht von der Hand zum Gehirn. Das Gehirn sagt Aua und schickt ein Signal zurück zum Muskel. Zurückziehen. Falsch. Wenn dein Nervensystem so arbeiten würde, hättest du Verbrennungen dritten Grades, bevor dein Gehirn überhaupt gecheckt hat, was los ist. Dein Körper hat einen genialen Hack installiert, den Reflexbogen. Das Schmerzsignal wandert von deiner Hand nicht bis ins Gehirn, sondern nur bis zu deinem Rückenmark. Dein Rückenmark ist im Grunde ein Minicomputer, der sagt, oh Scheiße, extremer Schmerz, Notabschaltung. Es feuert das Signal zum Zurückziehen direkt an den Muskel zurück. Du ziehst die Hand weg. Erst in Bruchteil einer Sekunde später kommt das Signal im Gehirn an und du denkst, aua. Dein Körper trifft lebensrettende Entscheidungen völlig ohne dein Bewusstsein. Du bist nicht der Pilot deines Körpers. Du bist eher der Passagier in einem hochautomatisierten Raumschiff, das dich am Leben hält, ohne dich nach deiner Erlaubnis zu fragen. Das ist genau der Punkt, den Richard Feynman immer wieder betont hat. Die Wahrheit der Natur ist immer weit beeindruckender als alles, was sich Science-Fiction-Autoren ausdenken können. Wir brauchen keine Magie, um staunen zu können. Die Realität liefert den Stoff für endloses Staunen, wenn man nur lernt, die richtigen Fragen zu stellen. Nehmen wir noch ein letztes Ding für dieses Video. Etwas, das absolut unfassbar ist. Spürst du den Luftdruck im Raum gerade? Nein? Du spürst nix, richtig? Aber da ist eine gewaltige Kraft, die auf dich drückt. Auf jeden Quadratzentimeter deines Körpers drückt etwa 1 Kilogramm Luft. Das bedeutet, auf deinem gesamten Körper lastet das Gewicht eines Kleinwagens. Tonnen von Luft drücken in diesem exakten Moment von allen Seiten auf dich ein. Warum fällst du nicht in dich zusammen wie eine leere Cola-Dose, auf die man drauftritt? Weil der Druck in deinem Inneren, das Wasser, das Blut, die Luft in deinen Lungen, exakt mit der gleichen brutalen Kraft nach außen drückt. Du bist ein perfekt ausbalancierter Druckbehälter am Boden eines gigantischen Ozeans aus Gas. Wenn wir dich ohne Schutzanzug in das Vakuum des Weltalls teleportieren würden, wärst du nicht schwerelos glücklich. Weil der Gegendruck von außen plötzlich weg ist, würde der Druck in dir deine Lungen zerreißen. Dein Blut würde durch die fehlende Oberflächenspannung der Gase anfangen zu kochen, und du wärst eine ziemliche Sauerei. Du nimmst die Luft um dich herum nur nicht wahr, weil du für sie gebaut bist. Wie ein Tiefseefisch, der den Wasserdruck erst merkt, wenn man ihn nach oben zieht und er platzt. Wenn du jetzt dieses Video schließt und wieder in deinen Alltag zurückkehrst, dann mach das mit diesen Feynman-Augen. Geh nach draußen, spür den gewaltigen Ozean aus Luft auf deine Schultern. Schau dir das blaue Licht am Himmel an und stell dir vor, wie Milliarden Photonen im Bruchteil einer Sekunde von Sauerstoffmolekülen in deine Pupillen geschmettert werden. Denk an die konischen Räder des Zuges, an die sternenstaubgeborene Entropie deines warmen Kaffees und an die tanzenden Atome, die dich davon abhalten, durch den Boden zu fallen. Wenn dir dieses extrem lange und tiefe Video gefallen hat, dann ist das genau dein Kanal. Lass ein fettes Like da, knall auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Wir kratzen hier gerade erst an der Oberfläche der Realität. Schreib mir in die Kommentare, welcher dieser Mindfucks hat dein Gehirn am krassesten auf links gedreht? Und welches Phänomen soll ich beim nächsten Mal in seine atomaren Einzelteile zerlegen? Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib hungrig, bleib kritisch und vor allem, lass dir niemals erzählen, Physik sei langweilig.
Bis dann.